Letzte Woche habe ich es noch gesagt, im März steht so viel an. Heute schon wieder das nächste Thema. Heute pflanzen wir Bärlauch in meinen Garten. Wie das funktioniert, ich zeige es euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Mir gefällt es, euch mit in meine Videos einzubinden und so haben wir es auch dieses Mal gemacht. Ich hatte euch gefragt, was wir denn hier als Unterpflanzung für unseren Zwetschgenbaum pflanzen können. Nebenbei stehen ja hier auch noch die Brombeeren mit unserem neuen Beet und da kam als Kommentar: Ich persönlich habe gerne Bärlauch um die Bäume herum. Und das ist eine richtig gute Idee, denn Bärlauch braucht es richtig schattig, er verträgt die pralle Sonne nicht und so ist er perfekt geeignet als Unterpflanzung von Bäumen und Büschen. So haben wir nicht nur oben eine Ernte, sondern können im Frühjahr unten auch noch den leckeren Bärlauch ernten. Aber wo bekomme ich jetzt Bärlauch her? Ihn selber aussehen braucht ziemlich lange. Ihn zu kaufen ist ziemlich teuer und so hat sich der Zufall ergeben. Eine Freundin hat mir geschrieben: Hey, meine Ma hat super viel Bärlauch. Willst du was haben? Und da habe ich sofort gesagt, gib mir die Pflanzen, die pflanze ich in meinem Garten, dann kann ich nächstes Jahr selber ernten. Also falls ihr vielleicht jemanden kennt, der selber Bärlauch zu Hause hat und wo er sich schon im Garten etabliert hat, da habt ihr auf jeden Fall eine Chance, ein paar Pflänzchen abzubekommen. Der verbreitet sich nämlich ziemlich schnell im Garten, wenn er erstmal etabliert ist. Dafür, dass er sich erstmal etabliert, müssen wir ihn jetzt aber auch erstmal einpflanzen. Als erstes gieße ich unser Beet wieder an, damit das schon mal schön feucht ist und unser Bärlauch nicht Gefahr läuft, auszutrocknen. Die Erde konnte sich jetzt schon mal schön vollsaugen und ist jetzt bereit, dass unsere Pflanzen einziehen können. Aber welche Voraussetzung braucht eigentlich unser Bärlauch? Ich hatte es ja schon angesprochen, der Bärlauch mag es eigentlich schattig. Da ist diese Ecke bei uns schon ganz gut geeignet, vielleicht eine der schattigsten Plätze. Auch hier auf Dauer, wenn dann erstmal die Zwetschge hochwächst, dann hat er auf jeden Fall genügend Schatten. Aber der Bärlauch braucht auch einen schönen humosen und lockeren Boden. Habt ihr also einen sehr festen und lehmigen Boden zu Hause, dann gönnt eurem Bärlauch doch eine ordentliche Portion Pflanzerde, dann fühlt er sich auch wohl, kann ordentlich und kräftig anwurzeln und im nächsten Jahr könnt ihr dann vielleicht schon das ein oder andere Blatt abernten. Da haben wir dann auch unsere Bärlauchpflänzchen. Was ich euch noch zeigen kann, bevor wir hier anfangen, kommt mal mit. Ich habe letztes Jahr auch schon mal ein Pflänzchen bekommen und das steht hier hinten auf unserer Terrasse. Und das fängt sich auch schon so langsam an zu vermehren. Daran hatte ich gerade gar nicht gedacht. Das heißt, ja, ich glaube, wenn wir genügend Pflänzchen übrig haben, nutzen wir ja auch hier den Platz an unserer Terrasse und pflanzen hier auch noch Bärlauch dazu. Der hat sich ja hier schon so langsam, ja, ich würde nicht sagen etabliert, aber verdoppelt hat er sich auf jeden Fall. Jetzt aber zurück und jetzt pflanzen wir ihn wirklich ein. Ich habe die hier noch so ein bisschen in Klopapier eingewickelt und ein bisschen feucht gestellt, damit uns eben die Wurzeln hier unten nicht vertrocknen. Und da sieht man auch schon, wieso das Ganze denn Bärlauch heißt. Einmal sind die deutschen Namen zutreffend. Der Bärlauch gehört tatsächlich zur Familie der Alliumpflanzen, also genauso wie die Zwiebeln, Knoblauch, Lauch etc. und bildet eben auch kleine Zwiebelchen hier unten. Und wir haben auch Unterschiede in der Größe der Blätter, wie zum Beispiel hier haben wir eine Pflanze mit noch ganz kleinen Blättern, im Gegensatz dann zu einer Pflanze mit schon sehr großen Blättern. Worauf wir achten gleich beim Pflanzen ist, dass wir den Bärlauch etwa so tief wieder einpflanzen, wie er früher stand. Und das kann man relativ gut an seiner Farbe erkennen. Hier unten ist er doch sehr hell, wenn nicht fast schon weiß. Und hier oben fängt er dann an, sich grünlich zu verfärben. Das heißt, der Bärlauch stand auch in etwa bis hierhin in der Erde und bis dorthin pflanzen wir ihn gleich auch wieder ein. Jetzt befreie ich erstmal alle unsere Pflänzchen hier aus dem Klopapier, sortiere sie noch ein bisschen nach der Größe. Einmal die schwächsten, die mittelstarken und die stärksten Bärlauchpflänzchen. Ja, woran unterscheide ich das? Ich hoffe, man kann den Unterschied so ein bisschen sehen. Hier sind die Zwiebeln am größten, hier noch nicht ganz so groß und hier sind sie noch relativ klein. Das bedeutet auch, dass diese die geringste Chance haben zu überleben
worum diese die höchste Chance haben zu überleben. Den schwachen müssen wir eh mal schauen. Die, denke ich, werde ich relativ schattig, relativ weit nach hinten pflanzen. Und umso größer die Zwiebeln sind, umso mehr Wärme, umso mehr Sonne können die dann doch ab. Weil eben ja die Wurzel und das Speicherorgan, die Zwiebel, einfach noch genügend Wasser halten können. So, jetzt würde ich aber auch sagen, nach üblicher Manier machen wir hier ein paar Löcher rein. Und dann stecken wir auch den Bärlauch in die Erde. Los geht's! Ich mache ja ganz gern mal die Löcher einfach mit der Rückseite von meinem Gartenwerkzeug. Und dann können wir auch unseren Bärlauch schon nehmen. Einfach so tief einstecken, wie er ungefähr vorher gepflanzt war. Und schön festdrücken. Das machen wir jetzt hier im Abstand von 15 cm um den ganzen Baum herum und dann auch noch nach hier hinten. Beginnen werden wir jetzt mit den stärksten Pflanzen hier vorne. Vielleicht hebe ich mir auch für da hinten auf unserer Terrasse noch ein paar stärkere auf und dann pflanzen wir hier nach hinten einfach schwächer werdend weiter unsere Pflänzchen aus. Was, wie ich finde, auch immer super funktioniert, ist, wenn wir hier unsere Schaufel nehmen und nur so einen kleinen Schlitz machen. Dann können wir auch unsere Pflanze einfach nehmen, leicht einstecken, schön andrücken. Als Pflanzabstand würde ich hier ungefähr 15 cm nehmen, damit die Pflänzchen nicht zu nah aneinander stehen. Denn wie ich schon gesagt habe, der Bärlauch wird sich hier von ganz alleine in unserem Garten verbreiten. Den ersten Teil haben wir hier vorne schon mal ausgepflanzt. Wer von euch hat eigentlich auch Bärlauch im Garten? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was dein Lieblingsrezept mit Bärlauch ist. Gehen wir noch rüber zu unserer Terrasse und pflanzen den Rest aus. Übrigens, ihr könnt leider im ersten Jahr den Bärlauch noch nicht beernten. Das würde ihm einfach zu viel Kraft kosten und es könnte sein, dass er nächstes Jahr nicht wiederkommt. Aber wie hier bei unserem etablierten Bärlauch kann man sich dann schon mal ein Blättchen im zweiten Jahr rausgreifen. Und der schmeckt schon richtig gut, mild, genauso wie Bärlauch eben sein sollte. So, fertig eingepflanzt ist der Bärlauch. Jetzt heißt es noch kräftig angießen, die Pflanzen ordentlich einschlemmen, damit die Wurzeln ordentlich Bodenschluss haben und nicht austrocknen können. Ja, und dann erwartet uns in den nächsten Jahren hier eine ordentliche Ernte. Also so viele, wie wir hier gepflanzt haben, erwarte ich schon einen richtig schönen Bärlauchteppich hier vorne an unserer Sitzecke. Den Bärlauch haben wir fertig eingepflanzt und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel. Der verschwindet ja gegen Sommer, also erstmal wird er in die Blüte gehen, sich aussammeln, dann werden sich die Blätter gelb verfärben und in den Boden zurück in die Zwiebel ziehen, damit der für nächstes Jahr wieder Kraft hat auszutreiben. Das bedeutet, im Hochsommer haben wir hier gar nichts mehr stehen. Hast du eine Idee, was wir noch nach dem Bärlauch hier in das Beet pflanzen können? Dann schreib es mir doch jetzt in die Kommentare. Ihr Lieben, das soll es tatsächlich für heute schon wieder gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch ein Like auf dieses Video oder ein Abo auf den Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nächste Woche sehen wir uns dann zu einem langen Video wieder. Da machen wir dann einen Gartenrundgang. Ich zeige euch mal alles, was hier so in meinem Garten eingepflanzt ist. Es sind ja auch relativ viele neue Leute dazugekommen jetzt im März. Deswegen denke ich, der Anlass, dass wir diesen Garten 2 Jahre haben, ist doch genug, dass wir einmal durch den Garten gehen. Wir sehen uns und bis dahin, ciao, ciao.